Ja, guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich in der Communication Line der Siemens City begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, aber ich glaube, heute haben wir einen speziellen Gast, für den es sich lohnt, auch wenn nicht alle Sitzplätze gefunden haben. Wir haben das Glück, muss man ganz offen sagen, einen Weltstar heute begrüßen zu dürfen und auch das zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten letzten Samstag, alle, die es live sehen konnten, ein wirklich tolles Opernerlebnis, die Premiere von Anna Bolena. Und wir haben gestern für ein breites Publikum diese Veranstaltung eben im Fernsehen gesehen, live. Also es ist wirklich ganz toll, von Frau Elina Garanca uns heute zur Verfügung zu stehen. Es war sehr schwierig. Die Frau Schön, da möchte ich mich noch herzlich bedanken, hat es geschafft, im Zuge unseres Salzburg-Engagements, sie zu überreden, heute bei uns zu sein. Und ich darf jetzt Frau Barbara Rett bitten, uns Frau Garanca vorzustellen. Danke herzlich. Danke. Danke herzlich, Herr Generaldirektor. Ich habe übrigens, weil Sie sagen, grün, ökologisch, nachhaltig, ich habe den Rat eines Ihrer Kollegen, des Herrn Dr. Kappacher, vom letzten Mal, wo ich mit dem Auto furchtbar zu spät gekommen bin, beherzigt und bin heute mit der Schnellbahn gekommen. Also auch ich bin lernfähig. Ich freue mich auch, dass Sie sich als Opernfreund geoutet haben. Das ist wunderbar und wichtig, dass ein Konzern wie Siemens die Liebe zur Kultur hat, wissen wir. Aber dass das auch in Ihrer Person, so wie bei Albert Hochleitner, weitergeführt wird, das ist schon sehr schön. Meine Damen und Herren, um Elina Garanca anzumoderieren, würde es eigentlich reichen, zu sagen, sie ist die schönste Mezzosopranistin der Welt. Sie ist aber nicht nur die schönste Mezzosopranistin der Welt, sie ist auch die beste Mezzosopranistin der Welt. Elina Garanca, ich traue mich das zu sagen, ist ein Geschenk des lieben Gottes an die Musik, an die Oper, an das Publikum, an uns alle. Elina. Wow. Danke. Das ist ein guter Anfang, weil eigentlich dürftest du heute gar nicht da sein, weil du gar nicht reden dürftest. Ja. Gestern Vorstellung, am 8. die nächste. Stimmschonen ist eigentlich. Jeder andere Sänger sagt, ich rede jetzt nicht einmal mit meinem Mann. Ja, es ist so, aber eben dieses Projekt hat mich sehr interessiert, vor allem ich freue mich auf morgen, auf all die Befragungen, eben die verschiedensten Gruppen kennenzulernen und ich bin auch neugierig, wirklich mich nicht nur sozusagen auf die Opernbühne zu präsentieren, sondern auch wirklich das Leben in verschiedenen Facetten kennenzulernen. Ich habe dich jetzt eine ganze Woche lang erlebt, weil wir haben das ja übertragen. Ich habe erlebt, was für eine unglaubliche Konzentrationsleistung das Ganze ist. Singen ist Spitzensport, das weiß man mittlerweile, was das körperlich bedeutet. Es ist aber auch ein Anteil Emotionalität. Und mein Gefühl war, dass der letzten Ausschlag gibt dann einfach auch mentale Stärke. Ist das richtig? Sicher, weil von allem, ich meine, man ist ja wirklich rein psychologisch unglaublich unter den Druck die ganze Zeit schon. Von Anfang an, von den ersten Proben, wo wir waren hier, man war fast täglich mit irgendeinen Interviews zwischen den Proben beschäftigt. Natürlich weiß man, dass es eine große Premiere hat. Es wird dann eventuell vielleicht auf DVD, also man arbeitet, man lernt, man versucht die Kostüme anproben und musikalische anproben und dann eben dieses mediale Hochpushen. Ich meine, die Superlative, die man immer wieder findet in den Zeitungen, das macht ja auch einen Erwartungsdruck auf einen und wie ich irgendwo gesagt habe, also wir müssen dann mindestens einen goldenen Ei auf die Bühne hinlegen, aber man ist ja nicht immer so drauf, also man versucht wirklich dann gerade bei solchen Aufführungen wie gestern das Letzte auf sich rauszudrücken sozusagen und einfach überzeugend zu sein, auch zufrieden für sich selbst, dass man nicht danach sagt, hätte ich doch das lieber gemacht oder so. Das passiert ganz selten, aber ich glaube, dass das gestern war tatsächlich ein sehr gelungener Abend und ich habe das seltene Gefühl, was mir bei mir auch sehr selten eindreht, dass ich eigentlich ganz zufrieden mit mir war. Applaus, Standing Ovations, hinreißende Kritiken. Trotzdem hast du jetzt was angedeutet, was mir für dich charakteristisch scheint,
Die letzte Beurteilung, ob das gut war oder nicht, die liegt bei dir, in dir, stumm vielleicht fast sogar. Genau so ist es. Und ich meine, das ist ja eigentlich sehr bewundernd, dass manchmal wir haben Aufführungen, wo man wirklich einfach die Arbeit tun. Entweder haben wir Halsweh oder haben wir schlecht geschlafen oder ist man einfach schlecht gelaufen, weil man zu Hause gestritten hat oder was auch immer. Man hat wirklich keine Lust, auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, jeder von euch und von uns kennt, dann gibt es solche Tage, wenn man sagt, ich hätte lieber doch zu Hause jetzt geblieben, einfach ferngeschaut. Trotzdem muss man auf die Bühne und weil man weiß, da sind Hunderte oder Tausende Leute, die dieses Ticket schon gekauft haben und erwarten dann das Beste. Und man geht auf die Bühne und singt die Vorstellung und sagt danach, mein Gott, was für eine harte Vorstellung war das. Die Leute sind aber äußerst begeistert und sagen, ja, ich war heute zu Tränen gerührt und es war so emotionell. Und dann manchmal sind Abende, wo man denkt, also heute war meine Sternstunde, ich habe so gut noch nie gesungen. Ich war so eine Schauspielerin, die Leute kommen zu dir und sagen, was war mit dir los? Geht's dir gut? Bist du krank? Oder was ist jetzt zu Hause passiert? Und am Ende habe ich jetzt festgestellt, dass es sind wirklich die seltenen Abende und das hat nicht mit dem Applaus zu tun und es hat nicht mit einer Kritik zu tun, sondern mit mir selbst. Oder auch mit meinen Kollegen haben wir auch so gesprochen, wo man geht nach Hause und sagt, ja, es war heute ein besonderer Abend und ich bin zufrieden. Oder ich habe dieses Glücksgefühl nach einer Aufführung, das ist doch alles gut gelungen. Du hattest in der Anna Bolena in den letzten Vorbereitungswochen, weil Ildebrando D'Arcangelo krank war, einen anderen Partner. Dann kam zu unserer aller Freude Ildebrando doch zurück und bei dieser ersten Liebesszene in der Anna Bolena an der Säule, er kommt auf die Bühne, ihr singt das erste Mal, er küsst dich sehr leidenschaftlich aufs Dekolleté und ich habe mir gedacht, das war ja nicht geplant, ja, das hat der Vorgänger auch nicht gemacht. Ich nehme an, der Regisseur hat das auch nicht. Wir kennen einander eigentlich, insofern ist es eigentlich gar nicht so angenehm, aber ich musste lachen. Aber ich musste lachen, irgendwann bei einer von meinen ersten Carmens, wo ich es gemacht habe, kannte ich eigentlich den Sänger überhaupt nicht. Und bei der ersten Probe, in der Tat, lag ich da auf dem Boden mit den beiden sozusagen offen in den zweiten Akt der großen Verführungsszene und der lag dazwischen und wir haben ja also, okay, ja, das ist die erste Probe, ja, hallo, freue mich, dich kennenzulernen. Aber irgendwie sind wir dann doch so... Ja, man zwingt sich auch in eine gewisse übertriebene Lässigkeit. Ja? Und das Herzen vielleicht geht so, aber es ist so locker. Ich meine, ja. Der legt mir da nach fein, also legt mir heute da, morgen da, es ist ja kein Unterschied. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen irgendwie komisch. Was auch bei der Bolena so schön zu sehen war, wie tief du und natürlich auch Anna Trebko, speziell ihr beide, wie tief ihr in den Ausdruck kommt, also wie tief ihr in die Emotion kommt. Bist du eine von den Sängerinnen, die das auf der Bühne auch fühlen? Rolando Villazón hat geweint in einigen Partien. Oder bist du eine Sängerin, die sagt, nicht ich muss die Gefühle fühlen, sondern das Publikum muss sie fühlen. Ich muss es machen, dass es das Publikum fühlt. Es ist eine Kombination. Und das heißt für mich, dass man muss auch nicht unbedingt selber weinen, um den anderen zu Tränen zu rühren. Es sind auch eine gewisse schauspielerische Technik, was wir auch in der Akademie tatsächlich erlernen. Das heißt aber nicht, dass man diese Emotionen nicht wahr erleben kann. Und ich glaube schon, dass wenigstens mir geht so, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ich muss einen Grund haben, wieso ich von links nach rechts gehe oder wieso in diesem Moment will ich gerade hinknien oder warum bin ich jetzt verzweifelt. Und wenn ich das nicht spüre in mich selber, kann ich das nicht weitergeben. Oder der Regisseur es dir nicht erklärt. Ja, oder der Regisseur mir nicht erklärt, dann muss ich eine Erklärung für mich selber finden. Aber meistens die Regisseure sollen ja auch ein Konzept haben und die sollten uns ja auch in der Tat erklären, was da passiert. Und dann befrage ich ihn schon. Und wahrscheinlich manchmal mache ich die auch alle wahnsinnig, weil ich immer stehe da. Warum? 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 Ich sage einfach, gibt es Fragen? Ja, schönen Wo guten seht ihr? Abend. Wir sehen so schlecht. Ja. Ganz hinten, ja, hallo. Frau Garantscha, Sie haben uns ja in den letzten Minuten hier das ist ja schlecht mit dem Ton, einen interessanten Einblick in Ihr Leben gegeben. Meine Frage ist, wenn Sie mit Menschen umgehen, auf der Bühne oder egal wo auch immer, und Sie stehen dann als Superstar auf der Bühne,
neben anderen Superstars, so wie gestern zum Beispiel. Wie gehen Sie damit um, professionell, motivatorisch? Hat man einen gewissen Neid gegenüber den anderen? Wie machen Sie das? Also wenn wir auf der Bühne grundsätzlich stehen, ist es für mich mit der Frau Netrebko in der Inszenierung, Anna Boleyn-Inszenierung, genauso wie ich mit einem Herrn Müller oder Frau Bach auf der Bühne stehen würde. Wir sind eigentlich, weil ich die Anna schon seit 98 kenne, ziemlich gut befreundet und sind so kollegial, dass wir nach der ersten Aufnahme, weil das wird ja wahrscheinlich für ein DVD oder wurde für ein DVD mögliche Produktion aufgenommen, aufgenommen, haben wir die ersten Takes sozusagen angeschaut und am nächsten Tag haben wir bei der Probe getroffen und haben einander einfach besprochen. Ich habe gesagt, weißt du was, dein Lippenstift sieht zu blau aus und das passt dir nicht. Und weißt du was, ich glaube, dass du die Haare aber nicht nach hinten, sondern ein bisschen nach vorne machen würden. Also wir haben einander einfach die Tipps gegeben, was wir glauben besser wäre. Und das finde ich genauso so schön mit ihr, so wie auch mit den anderen, die vielleicht nicht ein Superstar ist. Und auf der Bühne, wenn wir stehen, da wird kein Wettbewerb gemacht, sondern wir kommunizieren miteinander. Zum Stichwort Neid, weil Sie das sagen, hast du mal in einem Interview gesagt, ich bin nicht der Typ, der erst dann inneren Frieden hat, wenn er alle anderen mit so Sopranistinnen vergiftet hat oder mit irgendwelchen magischen Nadeln Nein, beseitigt weil hat. man unbedingt braucht einen Wettbewerb. Also ich kann nur besser werden, weil ich bessere Kollegen als ich habe. Wenn ich sozusagen die Top-Sänger bin und da gibt es keinen besseren, ich habe keinen Zielpunkt, wo ich sozusagen auf etwas streben könnte. Und deswegen freue ich mich, wenn eine super gute neue Kollegin irgendwo auftaucht, weil ich sage, pass auf, Eline, du musst jetzt wirklich dir Acht geben und musst ein bisschen dich anstrengen. Und deswegen, ich sage, ein Wettbewerb kann nur Gutes sein. Großartig, wie du das nimmst. Bitte schön. Dann schließe ich jetzt ganz radikal und rucki-zucki, einfach um deine Stimme zu schonen, weil eigentlich war das wirklich ganz, ganz toll, dass du mit uns gesprochen hast, dass du da warst, dass du dich sozusagen als Künstlerin uns ja in der Wiener Staatsoper bei den Salzburger Festspielen schenkst und uns einfach auch ein Stückerl deiner privaten Zeit geschenkt hat. Vielen, vielen Dank, liebe Elina. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Dankeschön. Oh, Sie wunderschön. Sehr gerne. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Geh mir ab.